Fortsetzung der ja recht erfolgreichen Videos zu Gleis- und Radreinigung gibt es nun ein weiteres technisches Thema aus der Bastelwerkstatt. Es geht um die Rück- oder Belegmeldung von Gleisabschnitten und die dabei potenziell auftretenden Phantommeldungen, meist Flackern genannt. Für den Automatikbetrieb mit PC-Steuerung unterteilt man den Gleisverlauf in Blockabschnitte. Dies habe ich bereits in einem früheren Video zum Bau der Abstellung mit Betriebshof beschrieben. Dort habe ich auch den Aufbau der Belegmeldung mit S88 Rückmeldemodulen grob erläutert. Ich erfasse die Rückmeldung unabhängig vom Fahrstrom über eine separate Zentrale. Beim Märklin-Dreileitersystem kann man die Belegmeldung relativ einfach durch das Auftrennen der Schienenprofile und dem beim Überfahren mit Loks oder Waggons auftretenden Masseschluss ermitteln. Ich werde aber auch auf die Konstellation bei Zweileitersystemen eingehen, da man hier ebenfalls S88 Rückmeldedecoder einsetzen kann. Anlass für dieses Video war einerseits der Kommentar eines Elektronikfachmanns zum S88-Bus unter einem meiner älteren Videos, sowie das zufällig zeitgleiche Erscheinen des Demo-Heftes 4 2022 mit einer großen Übersicht zum Thema Rückmelder. Mir ist wohl bewusst, dass es heute modernere Bussysteme für den Datentransfer zwischen Decodern und zur Zentrale gibt, aber wie viele andere Modellbahner auch, habe ich mich vor Jahren für den S88-Bus entschieden und er läuft in all den Jahren auch sehr zuverlässig. Trotzdem hört und liest man immer wieder von Problemen, sodass ich mir diese Thematik etwas genauer anschauen wollte. Wie auch unter einem meiner älteren Videos findet man zum S88-Bus im Internet zusammengefasst die Aussagen veraltet, zu langsam und technisch anfällig. Auch die entsprechende Bewertung der Befürworter ist zu finden. Ja, die Entwicklung durch Märklin fand bereits in den 80er Jahren statt. Vergleichsweise langsam ist auch richtig, wobei die PC-Steuerprogramme die Daten aber gar nicht schneller benötigen. Und unsicher ist er nur, wenn man sich nicht an die entsprechenden Hinweise hält. Den letzten Punkt werde ich versuchen, in der Bastelwerkstatt nachzuvollziehen. Zunächst für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, der technische Aufbau. Ich starte dabei mit der Situation für das Märklin-Dreileitergleis, oft auch als Wechselstrom- oder AC-System bezeichnet. Die beiden Schienenprofile sind miteinander und mit der Masseleitung des Fahrstroms verbunden. Für jeden Blockabschnitt wird ein Schienenprofil beidseitig isoliert. Dies geschieht, wie hier beim Märklin-C-Gleis zu sehen, durch Auftrennen der Verbindungslaschen der beiden Gleisprofile. Damit wird die Masseverbindung auf einer Seite des Gleises unterbrochen, solange sich kein Fahrzeug auf dem Gleis befindet. Jeder Radsatz, der keine Haftreifen trägt, würde die Verbindung wiederherstellen, da die Räder bei Wechselstromfahrzeugen über die Achse elektrisch verbunden sind. Um den Nachteil der nur noch einseitigen Stromversorgung auszugleichen, kann man die beiden Schienenprofile mit einer Diode verbinden, und zwar mit der Sperrrichtung zum unterbrochenen Gleisabschnitt. Diese als Diodentrick bezeichnete Brücke wird aber nur bei zweiachsigen Loks ohne Waggon und verschmutzten Gleisen relevant. Jede Achse mit Kontakt im unterbrochenen Abschnitt würde die Unterbrechung wieder aufheben. Anders verhält es sich für Waggons des Zweileitersystems, bei denen die Achsen elektrisch voneinander getrennt sind. Das Wiederherstellen der Masseverbindung über die Achse von Dreileiterfahrzeugen kann für eine Belegmeldung des Gleisabschnitts genutzt werden. Dazu verbindet man den Gleisabschnitt mit dem Eingang eines S88 Rückmeldedecoders. Im Fall von unterschiedlichen Zentralen für Fahrstrom und Rückmeldung muss einmalig ein Decoder mit der Masse des Fahrstroms verbunden werden. Ansonsten wird diese Verbindung üblicherweise bereits innerhalb der Zentrale hergestellt. Bei der Auswahl des Decoders ist aber auf den Rückmeldeeingang der Zentrale zu achten. Für den S88-Bus gibt es heute 3 verschiedene Verbindungsoptionen. Den ursprünglich von Märklin eingeführten 6-poligen Stecker mit Flachbandkabel sowie 2 verschiedene Pin-Belegungen der RJ45-Buchse für Patchkabel. Die Bezeichnungen lauten hier S88 und S88N. Decoder-Ausgang und zentralen Eingang müssen diesbezüglich zusammenpassen. Der eben gezeigte Diodentrick kann auch nachträglich direkt am Decoder erfolgen. Weitere Informationen hierzu findet man in einem Dokument des Namensgebers dieser Maßnahme, dessen Adresse ich hier unten einblende. Einige Anbieter haben den Diodentrick bereits in das Rückmeldemodul integriert. Hiermit nicht zu verwechseln ist die von einigen Herstellern bei Problemen empfohlene Filterdiode im Eingang des Decoders. Sie soll mit Sperrrichtung zum Gleis die Einstreuung von Fehlsignalen verhindern. Der in der Grafik eingezeichnete Balken auf dem Bauteil entspricht dabei der Strichkennzeichnung der Sperrrichtung auf bedrahteten Dioden. Kommen wir nun zur Belegmeldung für das Zweileitersystem.
Hier ist der Fahrstrom mit dem rechten sowie linken Gleisprofil verbunden. Analog zum Dreileitersystem werden Blockabschnitte durch Auftrennen eines der Gleisprofile erreicht. Dazu nutzt man die Seite mit dem Pluspol, meist mit einem roten Kabel dargestellt. Anders als beim Dreileitersystem wird durch die Auftrennung die Stromzufuhr zunächst unterbrochen. Um einen Kurzschluss beim Zweileitersystem zu verhindern, müssen die Räder von Loks und Waggons elektrisch voneinander isoliert sein. Die Stromversorgung des rechten Profils erfolgt nun über den Gleisbesetztmelder. Bei manchen Anbietern erhält man Gleisbesetztmelder und S88-Decoder als fertiges Modul. Die Belegung eines Gleisabschnitts wird über das Fließen eines Stroms zwischen den beiden Profilen erkannt. Eine Lok in einem Abschnitt oder die Innenbeleuchtung eines Waggons führen zu einem Stromfluss. Für Waggons ohne Verbraucher gibt es Widerstandsradsätze oder man überbrückt die Unterbrechung mit einem Widerstandslack. Dies führt zu einem minimalen Stromfluss, der detektiert werden kann. Um Fehlanzeigen bei minimalen Strömen zu vermeiden, können die Eingänge durch einen Widerstand unempfindlicher gemacht werden. Nach diesen Erläuterungen sollte nun verständlich sein, warum Dreileiterwaggons auf Zweileitersystemen einen Kurzschluss auslösen und zum Auslösen einer Rückmeldung auch bei Zweileiterwaggons auf Dreileitersystemen der Radsatz getauscht werden muss. Für die Flackerversuche habe ich S88-Module von 4 verschiedenen Herstellern ausgewählt. Sie können so direkt für das Dreileitersystem eingesetzt werden. Für den Einsatz beim Zweileitersystem müssen Gleisbesetzmelder vorgeschaltet werden. Märklin und DigiKeys bieten fertige Module für das Zweileitersystem an. In der Tabelle sind darüber hinaus weitere gängige Modelle aufgeführt. Einen noch größeren Überblick findet man in dem bereits vorhin eingeblendeten Heft Digitale Modellbahn 4/2022. Meine Auswahl habe ich über den Preis und möglichst unterschiedliche Anschlussoptionen getroffen. Mit Blick auf den Preis habe ich fertige Platinen ohne Gehäuse ausgewählt, wobei es auch noch Bausätze mit leeren Platinen und Bauteilen zum Selberbestücken gibt. DigiKeys und Märklin bieten die Decoder nur mit Gehäuse an. Die Preise stammen von den Webseiten der Hersteller und zeigen den Stand vom 18. November, der sich interessanterweise teilweise deutlich von den Angaben im Demo-Heft unterscheidet. Nicht betrachtet habe ich die Decoder mit Optokoppler, die aber gerade bei Problemen sehr interessant sein können und eine vollständige Entkopplung von Digitalstrom und S88-Bus ermöglichen. Der Preis liegt ca. 6 € höher und die Module benötigen eine zusätzliche Stromversorgung. Bei der Verwendung von Dreileitergleisen und Zentralen mit sogenannter H-Brücke sind sie zwingend erforderlich. Hier können Module ohne galvanische Trennung nicht verwendet werden. Als ein ganz wichtiger Faktor für Phantomprobleme wird immer wieder die Verkabelung genannt. Insofern habe ich in meine Tests die verschiedenen Optionen einbezogen. Die klassischen 6-poligen Stecker mit Flachbandkabel, Module mit RJ45-Buchse für Patchkabel und diese mit den beiden unterschiedlichen Pin-Belegungen S88 sowie S88N. Hintergrund der Initiative einiger Anbieter zu S88N ist eine veränderte Belegung der paarweise verdrillten Adernpaare von Patchkabeln. Im eingeblendeten Link wird die Thematik ausführlich beschrieben. Märklin hat die Pin-Belegung in der Bedienungsanleitung dokumentiert und IEK hat mir die entsprechenden Daten zur Verfügung gestellt. Der S88-Bus besteht aus 3 Steuerleitungen und einer Datenleitung, dazu kommt dann die Versorgungsspannung mit Plus und Masse. Laut S88N-Spezifikation soll auf Pin 8 die Digitalspannung durchgeschleift werden, was aber zum Beispiel bei Märklin nicht umgesetzt ist. Diskutiert wird hierzu, dass die ja möglicherweise durch die Digitalspannung bedingten Phantommeldungen so aus dem Buskabel ausgegrenzt werden. Ein weiterer Unterschied zwischen S88 und S88N ist der Umgang mit der Abschirmung. Bei S88 findet man RJ45 Metallbuchsen mit angeschlossener und auf Masse gelegter Kabelabschirmung, während S88N Hardliner Kunststoffbuchsen verwenden und die Kabelschirmung nicht angeschlossen ist. Interessanterweise werden aber auch bei S88N Kabel mit Abschirmung empfohlen. Bei den S88N-Anbietern ist die Umsetzung der Spezifikation allerdings sehr unterschiedlich. Die einzige Konstante ist hier die Pin-Belegung. Zum besseren Verständnis der Verdrillung der Adernpaare habe ich diese farblich hinterlegt. Die Zählweise ist auf dem Stecker rechts eingetragen. Für die Farbbelegung der Kabel gibt es 2 unterschiedliche Standards, hier übereinander abgebildet. Die Variante T568A wird in der Spezifikation S88N genannt und ist auch in den Märklin-Bedienungsanleitungen abgedruckt. Das in der Decoder-Verpackung mitgelieferte Kabel enthielt jedoch die andere gezeigte Farbbelegung.
Von Thams, einem der Mitinitiatoren der N-Spezifikation, habe ich interessanterweise ebenfalls ein Kabel mit der Farbbelegung T568B erhalten. Bei aller Legendenbildung um das Flackerphänomen bin ich persönlich aber davon überzeugt, dass die Farbe der Kabel nun wirklich keinen Einfluss hat. Schauen wir nun kurz auf die unterschiedliche Kabelbelegung. Bei S88 hat man die Belegung der sechspoligen Steckkontakte übernommen und den ersten und letzten, also 1 und 6, gedoppelt. Die Adern 1, 2 sowie 7 und 8 haben also die gleiche Belegung. Da ich kein Elektronikfachmann, sondern MOBA-Praktiker bin, zitiere ich zu S88N die Spezifikation. Mit dieser Begründung hat man die Belegung der verdrillten Adernpaare etwas umsortiert. Hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen, die ich nicht bewerten kann, für mich zählt die Praxis. Die will ich mir in der MOBA-Werkstatt anschauen. Zunächst noch ein Hinweis zur Kompatibilität. S88-Decoder kann man hintereinander verketten, wobei die Anzahl von der verwendeten Zentrale abhängt. Wie hier zu sehen, ist die Verkettung von Modulen unterschiedlicher Hersteller einfach, wenn beide über die sechspolige Steckerleiste verfügen. Hier ist volle Kompatibilität gegeben, auch wenn die Patchkabelanschlüsse inkompatibel sind. Eine Alternative sind Adapter, die es in unterschiedlichsten Konstellationen gibt. So kann man auf eine Patchkabelbuchse wechseln und auch Adapter ohne sechspoligen Anschluss verbinden. Kommen wir zum Praxisteil. Hier ist der Plan, gezielt eine Konstellation zu finden, die Phantommeldungen auslöst. Durch Austausch der verschiedenen Komponenten soll dann geprüft werden, welche Konstellation zur Lösung des Flackerproblems führt. Leider führte das Herumprobieren nicht zum gewünschten Erfolg, sodass ich die Community hinzugezogen habe. Eingeblendet zu sehen ist eines der Ergebnisse. Bei dieser YouTube-Umfrage hatte ich einige bekannte Probleme zur Auswahl gegeben, wobei die Anzahl der Fragen limitiert ist. Schwerpunkt der Probleme waren zu dicht verlegte Digitalleitungen sowie die Verwendung ungeschirmter Patchkabel. Vielen Dank allen, die sich beteiligt haben, insbesondere auch für die Kommentare, sowohl bei YouTube als auch bei Instagram. Die Essenz der Diskussionen, insbesondere auch mit einem der Experten der Hersteller, ist, das Ganze ist nicht so einfach und die Probleme oft sehr individuell und ein Mix verschiedener Thematiken. Auf meiner Anlage konnte ich das Flackern zwar erzeugen, aber nur durch falsche Verkabelung von Modulen. Die wilde Verlegung unter meinem Modul ist auch nicht der richtige Platz, um gezielte Versuche durchzuführen. Hier nun das Setup auf meinem MOBA-Arbeitstisch. Zum Prüfen von Fahrzeugen sowie Programmieren von Logs und Decodern habe ich einen Rollenprüfstand an der Wand montiert. Als Zentrale verwende ich hier eine Redbox von Thams mit Handregler. Es lassen sich S88-Module anschließen, die über den Handregler ausgelesen werden können. Für die Rückmelder steht eine S88N-Buchse zur Verfügung. Für die Digitalspannung verwende ich einen Märklin-Fahrregler mit 4 Digitaladressen. Hier der schematische Versuchsaufbau. S88-Module können nur über einen Adapter mit der Zentrale verbunden werden, Decoder mit einer S88N-Buchse direkt über ein Patchkabel angeschlossen werden. Die kleine Teststrecke enthält Blockabschnitte mit angelöteten Ableitungen. Da die S88-Module von einer separaten Zentrale versorgt werden, muss eine Masseverbindung zum Digitalstrom hergestellt werden. Ohne die Masseverbindung wird die Rückmeldung nicht erkannt. Um die Hochfrequenzabstrahlung von Geräten und Fahrleitungen zu detektieren, habe ich einen HF-Detektor eingesetzt. Während ein Funktelefon ein starkes Signal aussendet, findet man bei Fahrregler, Schienen und Leitungen nur einen kleinen Impuls, der auch nur bei Fahrbetrieb zu messen ist. Jetzt wird der Testaufbau verkabelt. Während ein Eingang mit der Masse des S88-Decoders verbunden ist, kommen 3 Leitungen vom Testgleis. Auch hier muss der Decoder wieder mit der zu detektierenden Masse des Fahrstroms verbunden werden. Eine Fahrt über das Gleis zeigt die Rückmeldung der 3 Abschnitte. Sorry, leider war die Lesbarkeit des Displays nicht besser hinzubekommen. Der erste Versuch zeigt ein 2 Meter langes Kabel mit Digitalstrom, das um die ungeschirmte Leitung zwischen Decoder und Zentrale gewickelt ist. Die Rückmeldungen werden ohne jedes Flackern einwandfrei erkannt. Nun der Versuch mit 3 S88N-Decodern, die mit ungeschirmten Flachband- oder Patchkabeln verbunden sind und mit Digitalleitung umwickelt wurden. Hierbei gab es genauso wenig ein Problem wie bei den Versuchen mit geschirmten Patchkabeln, Flachbandkabeln, S88-Decodern oder alles auf einem Haufen. So konnte ich zwar die Wirksamkeit der unterschiedlichen Maßnahmen nicht testen, aber doch feststellen, unsicher ist der S88-Bus nun wirklich nicht.
Da es dennoch zu Problemen kommen kann, werde ich mir noch ein paar Gegenmaßnahmen anschauen. Aufgrund der Betriebsspannung der eingesetzten integrierten Schaltkreise werden die S88-Decoder üblicherweise mit 5 Volt betrieben. Je nach Typ der Schaltkreise werden aber auch 12 Volt verkraftet, wobei durch den größeren Spannungsabstand gegebenenfalls ein Vorteil entsteht. Zum Betrieb des Boosters ist ein zusätzlicher Wechselstrom-Trafo erforderlich. Bevor man diesen Weg beschreitet, sollte man prüfen, ob der Decoder 12 Volt verkraften kann. Hier zu sehen ein S88 Cat5 Decoder von EEK an einem TAMS-Booster. Märklin hat beim L88 bzw. Link S88 die Möglichkeit geschaffen, zwischen 5 und 12 Volt zu wählen. Bei langen Leitungen zwischen den Decodern oder zur Zentrale kommt es wohl zum Abflachen der Signalflanken. Dem kann man durch den Einsatz von Repeatern entgegenwirken. Erforderlich ist dies ab Kabellängen von ca. 20 Metern. Um genau diese Kabel geht es im nächsten Abschnitt. Diese Patch- oder Netzwerkkabel stammen aus der Computertechnik und werden zur Datenverbindung zwischen Netzwerksystemen verwendet. Aufgrund der gestiegenen Frequenzen und Durchsatzraten haben sich die Anforderungen an die Kabel verändert. Insofern gibt es heute Kabel mit ganz unterschiedlichen Spezifikationen. Zur Verwendung im S88 Rückmeldebus werden meist Kabel ab der Kategorie 5E empfohlen. Interessanter als die Kabelkategorie ist aus meiner Sicht der Blick auf die Schirmungsklassen. Ähnlich wie beim S88-Bus ist die Abschirmung auch im Netzwerkbereich eine Philosophiefrage. Es gibt Befürworter und Gegner. Bei den sehr hohen Übertragungsraten für die Bildverarbeitung hat sich die Abschirmung aber durchgesetzt. Dabei unterscheidet man grob zwischen keiner Schirmung, einer Gesamtschirmung und einer Schirmung der Einzeladern bzw. Adernpaare. Natürlich gibt es auch Kombinationen. Die Schirmungsklasse ist normalerweise auf dem Kabel aufgedruckt. Ist dies nicht der Fall, kann man mit einem LAN-Kabeltester einfach prüfen, ob die Schirmung vorhanden bzw. angeschlossen ist. Bei Kabeln mit Kunststoffstecker ist die Abschirmung nicht vorhanden. DigiKeys bietet gemäß dem Foto auf der Internetseite ungeschirmte Kabel an. Auch die Buchsen am Decoder sind aus Kunststoff, sodass selbst bei der Verwendung geschirmter Kabel ein Anschluss gegen Masse nicht möglich ist. Märklin liefert ungeschirmte Kabel, was der abgedruckten Pin-Belegung in der Bedienungsanleitung entspricht. Auf dem Decoder hat man allerdings Metallbuchsen verbaut. Von TAMS habe ich ein Kabel mit Gesamtschirmung erhalten. Auf dem Modul sind RJ45 Kunststoffbuchsen verbaut. Dies passt zu den Angaben auf der S88N Spezifikationsseite, wo empfohlen wird, die Abschirmung nicht an Masse anzuschließen. Das sieht aber nicht das gesamte S88N-Lager so. So hat zum Beispiel LDT Metallbuchsen verbaut und weist im Infocenter darauf hin, wie man die Abschirmung gegen Masse selber vornehmen kann. Bei EEK, dem Vertreter der klassischen S88-Pin-Belegung, habe ich ein Patchkabel mit Gesamt- und sogenannter PIMF-Schirmung, also zusätzlicher Einzelschirmung der verdrillten Adernpaare, erhalten. In der Artikelübersicht ist dies allerdings nicht spezifiziert. Es passt aber sehr gut zum Konzept einer durchgehenden Masseschirmung, die bei der Decoder-Beschreibung explizit erwähnt wird. Entsprechend sind hier Metallbuchsen verbaut. Die Masseverbindung lässt sich einwandfrei messen. Mein Ziel, bewusst und reproduzierbar ein Flackern bei S88-Decodern zu erzeugen, habe ich nicht erreicht. Der ein oder andere hatte es ja vorhergesagt. Damit kann ich auch die Frage, ob sich das Flackern gezielt verhindern lässt, nicht beantworten. Ich hoffe, ich konnte dennoch einige interessante Meinungen, insbesondere aber auch Fakten, zusammentragen. Darauf aufbauend habe ich hier aus meiner Sicht sinnvolle Aufbauhinweise zusammengestellt. Da meine Erfahrungen auf dem Dreileitersystem beruhen, möchte ich sie darauf beschränken. Ich werde die Liste auch auf meiner Internetseite einstellen. Einer sachlichen Diskussion meiner Hinweise stelle ich mich gerne in den Kommentaren. Eine vollständige elektrische Trennung von Fahrstrom und S88-Bus wäre meine erste Präferenz. Ob S88 oder S88N-Pin-Belegung scheint mir bei den Patchkabeln reine Geschmackssache. Bei den Patchkabeln werde ich auf solche mit PIMF-Abschirmung setzen, sowie eine Verbindung der Abschirmung zur Busmasse. Die übrigen Hinweise zu kurzen Verbindungswegen und Abständen entsprechen ja dem allgemeinen Meinungsbild. Ich hoffe, das Video war informativ und kann helfen, zum Beispiel einen störungsfreien Automatikbetrieb mit Brems- und Halteabschnitten aufzubauen.
Bis dahin.